Frieden ist nichts, was man sich wünscht. Es ist etwas, das du machst, etwas, das du tust, etwas, das du bist. Frieden ist etwas, das du verschenkst. Mein Lieber, und damit schöne Grüße hier aus der Gefangenen-Sammelstelle. Die wissen, wer ich bin. Die kleine Katastrophe. Ich hänge jetzt hier ein bisschen fest. Ich weiß, er ist morgen verabredet. Ich habe auch schon mit dem Anwalt gesprochen. Er sagt, er holt mich hier ganz schnell raus. Also ich sehe da keine Probleme. Ich freue mich auf morgen, mein Lieber. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bitte sei pünktlich. Peace out. Nee, genau so habe ich mir das vorgestellt und dann kriegen wir das auch hin. So der Regen uns dann irgendwann mal in Ruhe lässt. In diesen Interviewsituationen stolper ich ständig in den Regen. Das ist so eine Grundaussage, die dich zu deiner Haltung führt, oder was? Das ist die Quintessenz deines Malens. Große Buchstaben kann man einfach besser lesen. You kept on knocking. Na, ich will schon von allen gelesen und erkannt werden. Und daher, dass ich auch noch ein Kind der 90er bin und dadurch auf jeden Fall extrem geprägt durch Werbung, finde ich simpel und plakativ schon gut. Das ist das, was mich anspricht, das ist das, was für mich funktioniert. Und ich will meine Zeichen nicht nur für mich, sondern auch gerne für alle, die daran Interesse haben, groß und deutlich, leicht zu erkennen, verteilen. Ja, finde ich ja einen interessanten Ansatz, weil ich mich stets irgendwie frage, für wen macht man das eigentlich und warum macht man das, wenn der Großteil der Leute eigentlich sagt, ich mache das für mich. Und glaubst du, dass sich andere wirklich dafür interessieren? Also selbst wenn sie deine Buchstaben lesen können und das wahrnehmen, vielleicht entziffern können, was da steht, dass das auf die irgendeinen Effekt hat? Es gibt ja noch zwei Gruppen, die zu betrachten sind. Es gibt einmal die Subkultur Graffiti mit dem harten Kern, die sind natürlich interessiert. Da darf es dann auch gerne mal ein bisschen geheimnisvoller, okkulter sein. Da müssen die Zeichen jetzt nicht unbedingt sofort zu erkennen sein. Aber wenn man so die zweite Gruppe betrachtet, den Otto-Normalverbraucher, dann geht es natürlich über Figürlichkeit. Ne? Das ist das, was die Leute dann anspricht. Wenn du dann da die schöne Taube oder das Peace-Zeichen meinetwegen zu deinem Bild dazu malst, dann spricht das gleich nochmal eine Riesengruppe von Menschen an, die sonst vielleicht völlig desinteressiert oder nichts checkend an den Sachen vorbeigehen würden. Gerade Kinder haben ja auch nochmal ein anderes Auge. Ich habe früher viele Aufkleber mit Tauben gemacht und wurde häufiger von den Eltern angesprochen, dass ihre Kinder auf dem Schulweg diese Aufkleber spotten würden und da ganz begeistert werden. Ja, genau. Ich denke, die normale Ursula von nebenan, die kriegst du über Figürliches und simple, klare Buchstaben, den Graffiti-Head über Style und im Endeffekt, klar macht man es für sich selber, aber klar macht man es auch für die da draußen. Ne? Also ich verschönere mir schon meine Wege, die ich benutze, um mir den Tag zu verschönern, an meinen Sachen vorbeizufahren und mich zu freuen. Aber ich wähle ja auch die Stellen ganz explizit so aus, dass sie Stellen sind, die vielleicht von vielen gesehen werden. Das finde ich nachvollziehbar und habe ich auch schon öfter gehört, dass so die Wege, die man selber beschreitet, gerne benutzt werden, um sich irgendwie auszuleben. Und wenn du aber sogar die Otto-Normalverbraucher mit einbeziehst, glaubst du nimmst auch deren Perspektive an? Also es gibt so deine Perspektive, was für dich richtig ist, was du mit dir vereinbaren kannst, aber nimmst du auch die Perspektive derer ein, die als Rezipienten deine Bilder anschauen oder sogar... Es ist ja nicht nur ihr Gegenstand, der Gegenstand befindet sich hier in unserer Stadt und unsere Stadt gehört uns allen und damit bin ich da genauso mit beteiligt und genauso aufgefordert, die Stadt mitzugestalten wie die Person, die da ihr Haus hingebaut hat. Ne? Und ja klar, also ich spreche die alle an und ich versuche ja auch freundliches Graffiti zu machen und damit ja
auch versuche, also meine Buchstaben sind nicht, da steht nicht purer Hass. Ich finde es geil und da will ich deswegen einhaken, dass du gleich aufnimmst diesen Leitspruch, der ja auch eine wissenschaftliche Begleitung von Graffiti irgendwie sehr, sehr trägt. Wem gehört die Stadt? Also empfindest du das als eine Art von Macht, dass du eigennützig die Stadt mitgestaltest? Das ist eine kleine Macht, ja genau. Im Endeffekt, also wir reden hier von Farbe anwenden, ne? Macht es da vielleicht zu groß. Ich gestalte einfach gerne, ich male gerne und das tue ich dann eben gerne auch verbunden mit einem kleinen Thrill, mit einer kleinen Action draußen, wenn es eben vielleicht nicht ganz so legal ist. Ich mache das auch gerne mit Freunden im Park, aber lieber ist es mir schon nachts allein in den dunklen Ecken, da ist die Negativität der Welt mir auch schön fern. Mhm. Also was, wenn du das so sagst, was denn dein Antrieb, da nachts rauszugehen? Außerhalb deines normalen Rhythmuses, dich dazu zu überreden, zu überwinden, rauszugehen und Action zu machen. Es ist sowas wie eine kleine Sucht. Es ist am nächsten Morgen, wenn ich aufstehe und mein Bild gemalt habe und da hinfahren kann und mir das angucken kann, wie ist es geworden, ein Foto machen kann, mich da hinstellen kann und mich freuen kann, dass es geklappt hat, ein sehr befriedigendes Gefühl und ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, ein Gefühl, etwas geschafft zu haben und der Tag läuft dann auf jeden Fall besser. Und ich merke, wenn ich Phasen habe, in denen ich weniger male, dass ich dann auf jeden Fall unentspannter bin und mir die Dinge vielleicht nicht so leicht von der Hand gehen und mein ganzes Gemüt eher ein bisschen auf die dunklere Seite verschiebt. Okay, also wenn man Stellen macht, egal jetzt was, irgendein illegales Piece malt in der Stadt, auf dem Land, wo auch immer, ist es, finde ich, so der mittlere Bereich. Und dann gibt es noch zwei andere Extreme. Die gleiche Erfüllung hast du doch wahrscheinlich auch, wenn du eine geile Wand malst, ein krasses Format plötzlich zu Hause als Leinwand gemacht hättest, du bist damit fertig, du bist an einem Punkt angekommen, wo du sagst, das Werk, das kann ich jetzt abschließen, das erfordert gar nichts mehr. In meiner Welt gibt mir das auch ein Glücksgefühl und eine Erfüllung. Ich kann mir das sehr gerne anschauen und mag diesen Moment, wenn ich bereit bin zu sagen, so, jetzt kann es fertig sein. Siehst du, und so unterschiedlich sind die Menschen. Bei einer Leinwand kenne ich dieses Glücksgefühl, aber definitiv nicht in solchem Maße, wie wenn ich zu meiner Stelle fahre, die ich in der vergangenen Nacht gemalt habe. Und wenn du so eine Ausstellung gemacht hast und das alles geil gelaufen ist, das ist auch eine Art von Projekt und Werk und Arbeit, dieses Gefühl ist auch schön und erfüllend, oder? Das ist auch schön und erfüllend. Bei Ausstellungen geht es mir mehr darum, eine gute Zeit mit guten Leuten zu verbringen. Darauf würde ich gerne später nochmal kommen, weil du dafür für mich irgendwie so ein bisschen stehst, gerne Leute zusammenzubringen. Aber wird kurz vorher nochmal über das andere Extrem, neben dem Mittelweg, ja, ich gehe Stellen machen, die kann ich ja mir auswählen, ob die heiß sind oder ob die ziemlich chill sind. Aber das andere Extrem ist ja Trainwriting. Also du machst die fucking ganze Nacht durch, wenn du keinen Tagspot gehabt hast. Und musst dann eventuell sogar noch wach bleiben oder ein paar Stunden irgendwie einknacken, damit du ein Foto kriegst. Und natürlich ist es ein erhabenes Gefühl, dieses Bild danach zu haben. Klar guckst du das genauso danach an und denkst dir, wow, geil, wieder so ein Eisen gemalt. Aber ich finde, das ist ein Extrem, weil das ist so richtig Junkie-Style. Also das ist ja sehr, sehr zehrend. Sag mal, hier ist doch ein Mikrofon und dein Mikrofon versteckt, oder? Verstehe ich. Ist für mich aber zur Zeit aufwendig. Also ich habe auch Mitbewohner bei mir zu Hause. Ich lebe da nicht ganz allein. Da gibt es so kleine Menschen, die brauchen mich. Und da ist es schwierig, die ganze Nacht weg zu sein. Es gibt ja die Möglichkeit, Stahl zu malen. Der ist dann vielleicht nicht gelb oder rot, sondern in 1000 anderen Farben. Und das ist dann der Weg, den ich für mich da nutze. Denn da muss ich eben nicht 3 Wochen im Vorhinein jede Nacht oder in einer gewissen Regelmäßigkeit mir die Spots angucken und das auschecken. Zudem geht es mir auch um Langlebigkeit. Das Bild, das ich hier auf der Straße male, das kann ich mir einfach die nächsten 15 Jahre angucken. Das Bild, das ich da auf die S-Bahn male, das ist eben nach einer Woche wieder weg. Ich möchte die Sachen, die ich male, auch irgendwie erhalten. Ich wollte darauf hinaus, auf dieses extrem Trainwriting, weil wir kennen genug Freunde, die sich darin sehr verstrickt haben.
Aber weil du von Sucht sprachst, ist mir das sofort eingefallen. Weil da denke ich, das ist schon ein ziemlicher Turn, den man da mitgeht, wenn du da das von A bis Z durchspielen möchtest und auch zu dokumentieren hast. Wenn du diesen Anspruch trägst, das geil dokumentieren zu wollen, dann fand ich das in aller Hinsicht nervzerrend. Ja. Und beneide so ein bisschen die Menschen, die das einfach nur für die Action machen, weil denen oft sogar die Dokumentation egal ist. Und ja, dann gibt es natürlich auch noch andere Wege, klar. Also umso besser, umso krasser vernetzter du bist, was die Jungs ja hoffentlich sind. Und die Damen der Welt, die das coolerweise auch machen. Dann gibt es da ja mitunter Gönner und Gönnerinnen, die da irgendwie sogar die Dokumentation übernehmen. Das ist ja natürlich ziemlich cool. Aber wegen diesem Suchtgedanken ist es ja, da ist halt in der Palette Graffiti theoretisch alles zu finden, was bedient werden kann. Ne? Von so einem leichten ab und zu mal was nehmen bis hin zu ich brauche das. Definitiv. Trainwriting ist einfach die Königsklasse und das haben wir ja alle durchgespielt und nun bin ich einfach nicht mehr 18. Da verlagern sich die Schwerpunkte dann eben doch. Der größte Luxus, den ich habe, ist Zeit. Zeit, die ich gestalten kann mit den Menschen um mich herum, mit meinen Liebsten und mit meinen persönlichen Interessen, zu denen ganz oben einfach auch Graffiti gehört. Und da habe ich den größeren Mehrwert, wenn ich mich nicht die ganze Nacht in den Busch setzen muss und auf diese schimmernde in das gleißende Licht schaust, genau. was dich für Jahrzehnte hypnotisiert hat. Diese Menschen, von denen, die wir da gerade in unseren Gedanken tragen, die gehen ja mit ihrer Identität vermeintlich sogar noch paranoider um. Wie gehst denn du mit deiner Graffiti-Identität gegenüber Unbeteiligten und vielleicht sogar Arbeitskolleginnen um? Da wähle ich schon ganz speziell aus. Auf der Arbeit weiß das niemand. In meinem privaten Umfeld wissen das die Menschen, die das wissen dürfen. Natürlich, wer die Zeichen zu lesen weiß, wer das System verstanden hat, erkennt die Farbtropfen, erkennt das Verhalten, erkennt die Flamme, in die dir brennt. Ja, das sieht man. Aber nein, das ist ein Doppelleben. Das ist aus dem normalen Leben, aus Leben Nummer 1 rauszuhalten und geht da auch niemandem was an. Was geht in dir vor, wenn plötzlich im Mauerpark, wie letztens, jemand auf dich zukommt und sagt, hey, du bist es, das ist ja übergeil, so eine krassen Pieces, so sauber, ich feiere das. Da freue ich mich einfach. Ja, da freue ich mich und freue mich für ihn, dass er irgendwie auch was gefunden hat, woran er Freude hat und somit geht es irgendwie 2 Menschen auf der Welt ein bisschen besser und das ist eine schöne Sache. Mhm. In Teilen sind wir im Mauerpark aufgewachsen und haben da echt viele Tage unserer Jugend verbracht, uns kennengelernt. Aber ja, ich nehme deine Entschuldigung an. Aber also es gab ja eine Phase, wo klar der Mauerpark illegal war, aber wo viele Menschen in Berlin meinten, sie möchten da nicht mehr malen gehen. Das ist verständlich, ja. Ich meine, genau wegen diesen Situationen. Ja, genau. Und das kann auch jeder für sich selber entscheiden und jeder kann für sich selber auch entscheiden, welchen Namen oder welche Buchstaben er dahin schreibt. Ne? Es gibt ja Mittel und Wege, also da muss man jetzt nicht. Ja klar, da muss man jetzt nicht Albert Einstein für sein und seine Identität auch an öffentlichen Plätzen. Es gibt ja auch Verkleidungsmeister. Genau, ne? Also der Schnurrbart hier, der ist echt. Und ja, also da muss jeder seine eigenen Mittel und Wege finden, wie man sich da vorschützen kann, seine Identität schützen kann. Im Endeffekt sprechen wir trotzdem, ich wiederhole mich, über Farbe an Wänden oder auf Zügen. Wir sprechen hier nicht über schwere Verbrechen. Ja, ne? Natürlich gehört da so ein bisschen Kriminalität dazu. Vielleicht ist der eine oder andere Zaun nicht umsonst da oder die eine oder andere Tür, die geöffnet werden muss. Und vielleicht kann man das dann auch als Einbruch bezeichnen, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Ich will eigentlich nur immer nach Hause. Mit dem Problem. Ich will eigentlich immer nur nach Hause.
Nee, einfach an der Tür geirrt, ne? Und seitdem ich mich weniger von Taubenkot ernähre, finde ich auch häufiger mal die eigene Tür. Sag mal, und wie bist du zu Graffiti gekommen? Ich habe meinen guten alten... Ich bin an die Oberschule gekommen und habe da meinen Freund und Crewkollegen Asa One kennengelernt, der damals hauptsächlich Comics gemalt hat. Ich habe auch gern gemalt. Wir sind übers Malen irgendwie so ein bisschen zueinander gekommen, haben Zeit miteinander verbracht und irgendwann stellte er mir die Frage, ob ich denn auch Züge malen würde, worauf ich knallhart gelogen habe und meinte, ja klar. Und da hat das Ganze angefangen. Ja. Später ging es dann weiter, genau, wie du schon erwähnt hast, im Mauerpark mit East, den ich dann hinter dem Zaun noch auf der anderen Seite beobachtet habe, wie er gerade das alte Stadion mit einem riesen Streich East angemalt hat, wobei ich ihm dann im Endeffekt geholfen habe und daraus hat sich eine 25-jährige, 30-jährige Freundschaft entwickelt. Das waren so ausschlaggebende Momente, in denen viel Richtungsweisendes passiert ist, denke ich. Ich fand es echt crazy, dass ihr damals da echt auch zugemaltet, weil ich hatte Mentoren, sagen wir mal so, die ganz klar meinten, Trainwriting is for Kings. Und ich habe meinen Style nicht als entsprechend gefunden und meine Routine irgendwie Trains malen zu können in dem Moment. Und das ist sehr spärlich passiert und ich habe damit Argwohn auch auf gewisse, auf die SED-Phase geschaut und dachte, krass Alter, also so eine Gurken auf Vulkan malen ist schon echt eine Ansage. Mein Anspruch war da irgendwie doch ein anderer und ich wollte irgendwie geile Pieces malen, die auch Style haben und Qualität zeigen. Ja, man kann sich die Dinge einfach machen und man kann sich die Dinge verkomplizieren. Und ich bin da echt pragmatisch und mache gerne einfach das, worauf ich Lust habe. Also machst du jetzt Anti-Style, ja? Vielleicht kommt die Phase irgendwann nochmal. Und ich weiß nicht, bis jetzt noch nicht. Bis jetzt bin ich noch bei High Class Super Clean Graffiti bzw. Bombing. Ne? Ja. Also so Bomberclub ist schon. Das war auch die allergeilste Phase, sagen viele. Ne? Also diese Bombing-Phase von dir ist, glaube ich, bestimmt auch prägend für manche Nachkommende gewesen. Aber ja, also gibt es für dich so eine Definition von Anti-Style oder ist besser gesagt für dich das irgendwie auch interessant? Guckst du dir das gerne an, weil dieses High Class, also High Class Graffiti, super clean, hat eine Endlichkeit in meiner Welt zumindest gehabt, weil das hast du ja irgendwann durchgespielt und dann kannst du das aufrechterhalten und jedes Piece so aufwendig malen oder immer weiter reduzieren und immer noch sauber malen. Ist die Frage, wie lange einem das Spaß macht, wenn man das dann unzählige Male schon abgearbeitet hat. Also da bin ich jemand, Wiederholung ödet mich an. Und so versuche ich auch wirklich nie dasselbe Bild zweimal zu malen. Ja, ich weiß, dass ich auch Styles mehrfach gemalt habe, das ist dann aber der Situation bedingt. Wenn ich gerade in Phasen bin, wo ich viel male und vielleicht gar nicht zum Entwickeln komme oder wenn die Stellen das einfach nicht hergeben und da schnell gemalt werden muss, schnell produziert werden muss, dann kommt es auch mal zur Wiederholung, aber ansonsten versuche ich schon nichts doppelt zu malen. Und nochmal zum Anfang, Anti-Style, natürlich, jeder kann machen, was er will. Ich gucke mir die Dinge von bestimmten Leuten gerne an. Ich selbst habe mit Speer damals im Mauerpark die ersten Bilder gemalt, als er noch ganz normal gemalt hat. Und wenn die Entscheidung kann ja jeder selber treffen, wie er malt und was er malt, weil das ist einfach super individuell. Und es gibt da so ein paar Experten, die da glorifiziert werden. Guckst du dir gern an? Bestimmte Sachen gucke ich mir gerne an. Bestimmte Sachen finde ich ein bisschen zu sehr in die Höhe gehoben. Aber ja, nö, ich
Und kann das eine Quelle der Inspiration für dich vielleicht sogar sein? Alles kann Inspiration sein. Alles. Jede Teetasse, jeder Schmetterling, der an mir vorbeifliegt, jeder Spaziergang, jeder Gedanke, jedes Werbeschild. Überall, in allem kann Inspiration stecken, in jedem Gedanken. Das ist völlig frei und für mich auch gar nicht klar definierbar, wo das herkommt. Aber natürlich ist Artistyle ja dann irgendwie auch spannend, ne? Weil es einfach neue Aspekte mit ins Game bringt, die andere Menschen oder die jeden so oder so beeinflussen können. Wir wollen jetzt ja eine Wand zusammen machen. Wir beide malen jetzt eine Wand zusammen. Die habe ich schön gestern Abend vorgestrichen. Dankeschön nochmal dafür. Sehr, sehr gern. Ich bin erfreut, dass die gerade immer noch trocken scheint, obwohl es draußen die ganze Zeit Sprühregen war. Aber ich merke, wir haben schon lange nicht mehr hier im Auto die Scheibenwischer angemacht und werden wahrscheinlich jetzt dieses Fenster mal nutzen. Du willst ein großes Peace-Zeichen im Hintergrund malen. Meinst du, Graffiti sollte politischer sein? Ich versuche politisches Graffiti zu vermeiden. Ich finde die Aussage des Peace-Zeichens so allumfassend, dass ich das gar nicht politisieren würde. Ich denke, ich wünsche mir einfach, dass man mit der Menschheit irgendwann mal an diesen Punkt kommen würde, dass wirklich alle Menschen in Frieden zusammenleben. Gerade in diesen Zeiten wieder kriege ich einfach Kopfschmerzen, wenn ich an meine kleinen Mitbewohner denke, die in so einer Welt aufwachsen müssen. Ängste, die vielleicht alle kennen. Da denke ich, ist die Message immer die richtige. Und ansonsten versuche ich unpolitisch zu sein, weil, Achtung Leute, je politischer ihr werdet, desto schneller habt ihr auch den Staatsschutz am Arsch. Und die dürfen nochmal ganz anders vorgehen und verfahren als die guten, lieben Kollegen der normalen Polizei oder unserer Experten hier in Berlin. Ich würde niemals ein Anarchiezeichen in meine Bilder reinmalen. Oder ja, so Geschichten wie Nazis raus. Dafür, ne? Meine Punkerzeiten sind vorbei. Das war als Jugendlicher, dass die Hosen aufgerissen waren und dass man irgendwie rotzfrech durch die Gegend rannte und allen seine Meinung ins Gesicht brüllte. Du machst auf hart, Ich bin du bist in Wahrheit dahingehend nicht mehr Punk genug, als dass ich das auch noch in meine Graffitis mit einbeziehen würde. Und ich versuche mich auch wirklich von Negativität fernzuhalten und sowas wie Nachrichten, Politik eröffnet in mir ganz oft das Gefühl von Negativität und darum versuche ich das wirklich zu vermeiden und dann nicht auch noch in meinen Spaßbereich Graffiti mit einzupflegen. Wobei ja die aufgerissenen Hosen der 90er jetzt wieder modern sind, ne? Und total in. Ich sehe die Zeichen. Irgendwie trägst du ja quasi auch das von damals immer noch mit dir rum. Hält es dich so ein bisschen jung? Wieso bin ich alt? Oder gibt dir das was von dieser jugendlichen Freiheit und Selbstbestimmung? Oder Dass andere Leute mit aufgerissenen Hosen. nee, dass du immer noch Graffiti machst seit Ach so. Jahrzehnten und quasi eine Sache, für die du dich entschieden hast, als du noch nicht mal wirklich ein Jugendlicher warst, beibehältst, dir selber beigebracht hast. Ist das was dich irgendwie, was dir besonders wichtig ist? Oder ja. Das ist einfach die Affinität zur Kunst. Also das ist der Weg, für den ich mich offensichtlich irgendwo mal entschieden habe und der mir einfach Spaß und Freude bringt. Und natürlich bewege ich mich auch in Gruppen mit Menschen, die da selbe Interessen teilen. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich da nie rausgekommen bin. Aber also ich sehe da gar keine Begründung für. Da rauszukommen und also mein Bibliotheksausweis ist abgelaufen, aber das heißt ja jetzt nicht, dass ich alt geworden bin. Ja, das stimmt schon. Ich wollte nur, also, dass man das hat, in seinem Leben beibehält und
daran Schau mal, ich konnte es ja auch. Ja, zehrt, ja. daran auch zehrt, weil es einem ja auch echt tolle positive Momente gibt. Genau. Ne? Ist irgendwie einer der Aspekte, der das irgendwie trägt, ne? Und im Leben hält. Du hast total recht, weil die Menschen, die Gruppierungen um einen herum, Gleichgesinnte, das ist etwas, was einen ja auch total verbindet. Und mein großer Bruder, der meinte mal, mit seinen besten Freunden muss man versuchen, tolle Erlebnisse zu haben, weil sonst gibt es wenig, woran du dich wirklich erinnern kannst. Und das ist etwas, was ich mit Graffiti-Freundschaften in einem Maße habe. In fast keinem anderen meiner Hobbys habe ich so krasse Erinnerungen und lebhafte Erinnerungen und Verbindungen zu Menschen wie da gesammelt. Also das ist einer der Punkte, die ich an der Graffiti-Szene auch total toll finde, dass du, wie damals zu Street Files Zeiten, Leute anschreiben konntest, in anderen Städten dahin kamst, bei denen mitunter pennen konntest und alles. Es war einfach ein Vertrauensvorschub, weil du dieses gleiche Hobby hast. Das ist irgendwie genial und sucht seinesgleichen. Genau, ich versuche ja auch nur wie alle anderen gut und happy durch diese Geschichte des Lebens durchzukommen, und mit Graffiti habe ich da einen Weg gefunden, der mir definitiv Spaß macht. Ich kann da auch Dinge weitervermitteln. Ich habe mittlerweile Schüler, denen ich Sachen erzählen kann. Ich könnte das Ganze aus so einer Illegalität auch nochmal auf so ein professionelleres Level heben und damit auch mein Geld verdienen zum Teil. Ich kann mir da mein Spielgeld mit zu verdienen. Das macht einfach Spaß, das macht Freude. Ich habe einen Mehrwert davon. Ja, beste Hobby der Welt. Mhm.